Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Heroes Trails in the Sky Second Chapter. Wir haben in der letzten Folge den Auftrag zu bekommen, diese Geräte aufzustellen, um herauszufinden, wo diese komischen Erdbeben herkommen. Wir haben natürlich aber erstmal eine Menge Nebenmissionen angenommen und das werden wir auch machen. Ich muss gerade erstmal gucken, was wir denn noch mal haben. Part Search, Eric. Some urban parts have gone missing in the Central Factory. Recruiting persons to help search for details to visit Eric at the Central Factory First Floor Maintenance Desk. Und genau das machen wir auch. Wir gehen jetzt erstmal wie gehabt die kleinen Nebenmissionen durch. Bin mal gespannt, ob wir tatsächlich auch schon alle schaffen oder zumindest wo ist er denn? Hier, der ist es wahrscheinlich, oder? Talk. Ja. Welcome to the Central Factory Maintenance Desk. Are you looking for something? Aren't you the one looking for us? Me looking for... Wait. Are you the... Ich krieg's da auch wieder nicht hin. Are you guys braces then? Yeah, we saw your request on the board. Oh, thanks for coming. I really am in a bit of a fix. Anyway, do you have time to hear about the problem? Yes, to get right to it, it sounds like you're looking for something. Yes, I'm looking for some small open parts. I was going around checking to see if the equipment in here was unharmed, and I guess they all spilled out of the hole in my pocket while I was moving around. You had a hole in your pocket? A hole in your pocket? No, 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 no. Yeah, that'd do it. Yeah, this is totally my mistake. I knew it was starting to tear, but, well, I was freaking out when the earthquake happened and I just stuffed them in my pocket without thinking. So they all fell out while you were walking around. I see, I think we get the situation. So the job's to find those parts? Yes, that's right. But many Ordnance parts are very small. Searching for them sounds like it could be quite the task. Now that you mention it, that does sound like a pain. Yeah, I think so too, but fear not. I have a secret weapon for you. A secret weapon? Please use this. A metal detector. What's this? So this is a bit of an oddball metal detector we've invented. This metal detector can pinpoint specific metals. In other words, you can select a specific material to search for. It does sound pretty incredible, but what does it have to do with my job? With the job? A lot, of course. I think I get it. If we set it to search just for the kinds of metals used in the parts, so it will only respond to the parts then. Ah, okay, so that's how it works. Yes, exactly. Okay, also wir haben Metalldetektor in den Princeton. Yeah, got it. The machine helped, but we'd like to cut down the areas we have to search too. When you dropped the parts, do you remember where you'd been? Das wollte ich nämlich gerade sagen. It was in the workshop on the 3rd floor and the lab on the 4th floor. I've already checked the elevator and hallways, so please just focus your search on those two rooms. 3rd floor workshop and the lab on the 4th floor. Alles klar. I think there should be about 8 parts that I lost. If you could find at least half, it'd be a big help. Half? Also wir wollen alle finden. Okay, also bla 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 bla. 3. und 4. Stock. Ja, bla 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 bla. You mean the cat living in the factory? Ha. Okay, vielleicht hat die was verschluckt oder so, ne? Ist ja wurscht. Noch sind wir bei Antoine noch gar nicht dabei. Wir sollen jetzt die, Parts finden und genau das werden wir auch machen. 3. Stock. Workshop, das war Design Room. Hier, Workshop. Okay, ja. Muss ich das jetzt einfach irgendwie benutzen? Ja, ne? Machen wir mal. Items. Fish, books, ingredients, items, metal detector. Use. No response. Metal detector. No response. Das ist ja furchtbar. No response. Hier war ich schon, ne? Hier ist nix. Sag mal, aber dieser Kreis sieht schon so aus, als ob... Ordnance Parts. Ja, da haben wir schon mal eins, okay. Hier vielleicht, an diesem... Bei so nah beieinander wahrscheinlich... Okay, hier. Hier.
Ne, hä? Hier. Hier waren wir gerade, ne? Vielleicht hier in dem Schrank. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das tut mir ein bisschen... Tatsache. Ordnen Parts. Hier vielleicht noch. Das waren erst 3 Stück, ne? Aber hier war ich ja schon. Nee. Dann mache ich nur noch einmal hier, weil sonst müsste ja irgendwo in der Nähe schon was... Nee. Gut, dann gehen wir mal weiter. Oder noch einmal hier lieber, vorsichtshalber. Nee. Dann gehen wir erstmal in den 4. Stock. Wir werden ja schon merken, wir haben jetzt 3 Stück, das heißt, es fehlen noch 5. Tut mir leid, ich muss mich gerade so ein bisschen... Ich habe keine Ahnung. Machen wir einfach, ne? Wir bewegen uns jetzt einmal durch den Raum. No response. Hier vielleicht. Ja, Tatsache. Ordnen Parts. Oh, is that Tita over there? You look as busy as always. Yep, I'm helping Grandpa out again. Man, Professor Russell sure is blessed to have an assistant like you. Unlike my assistants. Enough complaining. Tita, pardon me. You can go back to work. Okay, bye, Ray. So 100 Pro hier in diesem Gewächshaus. Kannst du mir nicht erzählen. Ah, sag ich doch. Ordnen Parts. Das waren jetzt 2 hier drin. Also haben wir 5. Hier vielleicht. Okay, hier in der Nähe muss auf jeden Fall was sein. Ha! Ordnen Parts. Jetzt haben wir 3 Stück hier drin, oder? Warte, wir können ja gucken. 6 haben wir schon. 6? Ah ja, klar. Hier an der Tafel vielleicht noch was. Ey komm, in diesem Zimmer war auf der einen Seite schon so viel. Kannst du mir nicht erzählen, dass das schon alles war? Na, wobei... Ja, dann waren auch nur 3, ne? Nee. Doch, vielleicht noch 1? Also was heißt doch noch? Hier muss noch irgendwo 1 sein. Very nearby. Hier vielleicht? Hier unten? Ja, was denn nun? Also hier? Ich bin nämlich verwirrt, dass... Was? Also doch hier? Vielleicht auch von der anderen Seite, ne? Nee, hier. Ordnen Parts. Dann fehlt aber immer noch 1. Hier war aber keins mehr, ne? Ah, ich habe eine Idee. Er hat doch von Entonnoir geredet, die da irgendwie rumgetigert ist. Vielleicht hat die ja 1. Aha. Tatsache. Would you look at that, Entonnoir, you sneaky little cat, so you were carrying one of the parts. That one would have been easy to miss. Come to think of it, Eric said he played with him for a bit. Maybe he found the part and carried it back with him. I think so, but for him to bring it with him? Man. Ja, wirklich. Haben wir dir dein Spielzeug weggenommen? Das tut mir ziemlich leid. Okay. Dann hilft... Ja, dann haben wir doch 8 Stück. Passt doch alles. Nice. So. Nachdem ich mal wieder bewiesen habe, dass ich nicht trinken kann, ich vorgeklickert habe, geht's weiter. Hey everyone, did you find any parts? It's going okay, I guess. For now we'll report what we've got. Wait, did you really find all 8 parts? Or did we get them all? Incredible, I'd totally given up. Anyway, if you could give me the parts and the detector... Phew, thank you so much. I didn't think all the parts would be found. Glad we could find them for you. Will this be enough for the job? Yes, of course. I kind of feel bad making you go this far. Ah, right. That reminds me, I had that. Was hat er jetzt? Here, please take this. It may not be much, but think of it as a symbol of my sincere and super relief thanks. Buzzer. Well, thank you. Are you sure we can have it? Yes, don't worry about it. You really saved my butt. Anyway, thanks again for today. Thanks to you guys, I should be able to catch back up on the work I was doing. Okay.
Genau, und mach dein Loch in der Hosen zu, du kleiner Pups. Okay, ja, okay. Ja, bla 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 bla. Wir haben die Mission geschafft. Und damit haben wir die erste Mission des Tages schon absolviert. Mega gut. Eliminate the Peeping Tom. Ja. Moment mal kurz. Treadplane Monster 2 und Salted Army Rogue Monster. Ja, dann machen wir doch erstmal alle, weil Treadplanes ist ja da. Maple Leaf, ja. Also wollte ich gerade sagen, dann machen wir jetzt Eliminating the Peeping Tom. Ich glaube, daran kann ich mich sogar noch erinnern, weil das ist relativ erinnerungswürdig, sagen wir mal so. Und dann können wir ja schon mal Ausschau halten hier auf der Straße. Ob wir hier den Boss sogar schon finden. Meistens sind die ja so mitten auf dem Weg, ne? Und wenn nicht, wir müssen ja sowieso noch zu dem Steinkreis. Das ist ja auch auf dieser Straße. Also hier habe ich noch nichts gesehen. Hier vielleicht. Hier vielleicht? Nee. Ich meine, also hier gehe ich nur einmal durch das... Bist du's? Ja, das ist es schon. Nice. Oh, das sind aber viele. Zack, weg. Zack, weg. Ja, versuch mal. Zack, weg. Zack, weg. Zack, weg. Und zack, weg. Sehr schön. Das war ja einfach. Sehr schön. Haben wir nämlich das auch schon fertig? Wie geht denn das hier hin und her? Das ist ja der Hammer. Eliminating the Peeping Tom, genau. Dann können wir jetzt ja ganz entspannt nach Elmo schlawenzeln und dort die Quest lösen. Dafür sollen wir in das... Oh Gott, was ist mit euch los? Eat this bullet bird. Bang, bang, bang. Okay, die spielen. Ist okay. The Maple Leaf. In. So, welcome. I see little Titus with you. Hi, Miss Mao. Long time no see, Miss Mao. Why, hello, Estelle. It has been a while. You're looking more and more grown up every time I see you. You think so? Well, always good to see you again. How about staying for a relaxing night? We'd love to, but didn't you put in a request for a job? A job? Oh, that thing I contacted the guild about, eh? That's the one. Something about a peeping Tom creeping about? Yes, that's right. If you got a minute, I'd like you to investigate immediately. Do you guys have time right now? Yeah, easy, überhaupt kein Problem. Let's get right to it. Apparently, someone's been peeping on my guests. It's a recent thing, but I've heard tell from a number of my female guests in particular. I won't stand for it, so I contacted the guild. Peeping Tom's totally gross. When I find him, I'm gonna rearrange his face with my stuff. What kind of specifiers have you gotten from your guests? Did any of them see the criminal? No, nothing that clear. They've been reporting things like the feeling that someone's watching them or strange sounds. But nothing concrete, right? Could it just be a misunderstanding? I thought so too at first, but like I said before, I keep getting those same reports again and again. At this point, I can't just toss it aside saying it's a coincidence. That's certainly true, but it's kind of a problem. It's not even clear that this is a case, really. There's no way we can investigate properly without any specifics. If it ain't clear, then we just gotta put it to the test. Not like we could make an arrest unless we caught them in the act anyway. Test? Put what to the test exactly? That should be obvious. We're gonna take a bath. You want us to be bait to lure out the criminal? I don't mind, I guess, but I feel like for a certain portion of us, this might be a slight problem. I'm not gonna force anyone, however, I'd appreciate the help. The more bait we have, the more effective, I'm sure. Oh, don't mind me. I'd like to help in any way I can. I'm your support, so I'd hate to not be of assistance just when I'm needed. Sorry and thanks. Still not sure if we've got enough bait, but I guess this'll have to work. Yeah, well, excuse me for not being sexy enough. Give me a break, even Tita's laughing at me. No, I wasn't laughing at you. I was just kinda happy. It's been a while since the two of us took a bath together. Sounds sweet enough, sure, but you do know this is a totally exploitative
exploitative bait plan, right? Anyway, would you mind lending us your outdoor bath, ma'am? Yeah, use it as you like. Okay, also, es ist ein Spanner hier unterwegs und wir machen im Grunde genommen, weil wir überhaupt keine Anhaltspunkte haben, das Einfachste der Welt. Wir werden uns mit allen Mädels da reinsetzen und genau, bla 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 bla. Agathe muss auch, aber bei ihm ist das super unangenehm. Work comes first and I ain't exactly what we need for this job. What nonsense. You've got nothing to worry about if you're a man, so man up and get your butt in the bath. Das finde ich schön. Genau. Und versuchen halt den oder die Schuldigen mitten im Akt zu erwischen. Just don't forget this is a job, you guys. Okay, ja, bla 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 bla. Oh no, Miss Mao, could you lend me a towel set? Or did you forget yours, Tito? Yeah, I didn't think I'd be taking a bath. Oh, and some shampoo too, please. Oh, she doesn't mess around, does she? Okay, und jetzt, ja, warten wir darauf, dass der Schuldige sich meldet. Und da hört man schon, it's so relaxing. Outdoor baths are the best. Yes, the wind feels wonderful. Chloe, have you been to this bath before? No, this is my first time in an outdoor bath. When I came here publicly before, I just used the indoors area. Oh, gotcha, so you have been here before. Still, this beats the indoor bath hands down. Looking up at the blue sky like this is really nice. That's right, last time we went was at night. It's nice to get in during the day too, though. Since the air is a bit chilly, the hot water feels wonderful. Das finde ich übrigens schön. Das ist eine Nebenquest. Könnt ihr verpassen. Das sind aber Rückbezüge auf die Hauptgeschichte letztes Mal, wo Estelle ja ihre Gefühle so das erste Mal so richtig verarbeitet hat. Das ist schon schön gemacht, dass das immer wieder so auftaucht. Übrigens auch später in Trails into Reveries, das ist richtig krass, wo plötzlich Aina nochmal namentlich auftaucht, die davor jahrelang keine Rolle mehr gespielt hat. Interessant, sehr geil, sehr schön. Okay, die reden über das Bad, bla 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 bla. Snow, that's like in the middle of winter. Wouldn't you freeze your butt off outside? No. Oh, it's fine in the bath. The snow's falling around, but you're all snugly warm. I kind of like that feeling. Lovely, a bath in the snow. Yeah, that does sound pretty good. I'd love to do that once. Okay, bla 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 bla. Especially yourself. Remember our main job, genau. Whether I stand off or stand in, it's got nothing to do with you. I don't do anything without this on. Ja, okay. Use common sense, will you? Of course I take it off then. Er soll sich das Gesicht waschen, sie streiten sich, sie labern. Irgendwie haben sie alle so ein bisschen vergessen, warum sie überhaupt da sind. Ich kürze das mal so ein bisschen ab, weil es ist sehr viel Gerede. Looks like they're here. The peeping Tom's here? Estelle, you see that brush to the north? Check it out subtly, so they don't notice. Got it. It does look like someone's there. Yeah, most likely that's our peeping Tom. But what should we do? Even if we wanted to try to catch him, we can't lay a finger on him from here. Yeah, someone needs to get out first and go around. Okay. Okay, bla 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 bla. They're gonna run. Hey, wait. Es sind nämlich Schafe. After them. Got it. Wie schnell die sich umgezogen haben. Finally shown yourselves, huh? Let's teach them a lesson. Wir hauen sie hoffentlich weg. Ich treffe nix. Oha. Wieso treffe ich die denn nicht? Ich meine, die treffen mich auch nicht, aber das ist ja völlig verrückt. Okay, jetzt sind sie ein ultimatives Monster geworden. Das akzeptiere ich. Das ist nämlich richtig lustig. Das ist so ein bisschen wie bei Day of the Tentacle, die Fusion der drei. Sie hocken einfach alle aufeinander. So, das war's schon. Okay. Naja. Naja, that's it then. Yes, I believe this settles things. I never thought they'd combine into one super creepy sheep. I doubt they'll come back now that we've bloodied their noses, but just to be sure, bam! Next time you go there, I'll make sure you ain't breathing when you leave. Now get out of here. Okay, sorry. Das ist schon ein bisschen witzig.
My, so the peeping Tom turned out to be monsters. We can't be absolutely sure, but it's very likely. We taught them a hard lesson though, so I don't think they'll bother you again. One or two of those guys I understand, but don't you think it's a little weird that so many were coming? It's very odd indeed. This is the first time we've had such a thing. Something must have happened. Maybe it has something to do with the earthquakes. Earthquakes? Well, I mean, sometimes monsters go a bit wild because of earthquakes. Maybe the habitat got messed up after a bad quake or something like that. See, that's certainly believable. Believable as it is, there's not much we can do about a natural disaster. If they show up again, I'll just have to give the guild a ring. Yeah, go for it. I'm always up for a chance to relax in your bath again. Well, if we're gonna come for a soak, I'd rather do it off the clock. Okay, bla 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 bla, wir haben super gemacht, super Job, geschafft. Damit ist die nächste Mission schon fertig. Warte mal, wo sollen wir die Dinger nochmal aufstellen? Stone Circle north of the Tread Plains, midpoint of the Caldia Tunnel near the first bridge, in front of Leiston Fortress. Dann würde ich halt sagen, machen wir da weiter, weil ich glaube, wir haben nur noch ein Monster, was wir wegballern sollen, oder? Und bei der Salted Army Road, da müssen wir ja sowieso hin. Wir müssen ja zu Leiston Fortress, ne? Und dann können wir das einfach unterwegs machen. Müssen wir gar nicht mehr viel machen. So, Stone Circle, das war nämlich, wenn wir hier Richtung Osten gleich gehen. Richtig einfach, können wir überhaupt nicht verfehlen. Da war nämlich immer so eine Truhe. Gut, dass wir das alle schon untersucht haben. Dann sparen wir uns jetzt heute in der Folge richtig viel Laufarbeit. Ja doch, hier und jetzt, kurz gucken, da oben rechts. Anstatt unten lang zu gehen, gehen wir jetzt oben rechts raus. Zack. Verdammt. Egal. Gar keine Chance, das Ding. Und... So, genau. Oh. Das ist es nämlich. Das meinte ich. Dieser komische, phallusartige Stein. That's right. This is where the book from the records room was hidden. The stone circle is still spooky as ever, I see. I read about these pillars once. Apparently they are believed to predate even ancient Sumeria. Ich finde es übrigens interessant. Ich glaube, es gibt wirklich Dialoge oder Dialogzeilen, die nur kommen, wenn man eine Nebenmission gemacht hat. Und das wird auch übernommen. Weil ich glaube nicht, dass man hier hin musste im ersten Teil. Wenn doch, korrigiert mich gerne. Aber es ist so, dass wirklich auch Nebenmissionen, Sachen, die man erlebt hat, in den Hauptsachen dann auftauchen, wenn man sie erledigt hat, und sonst werden sie wahrscheinlich einfach fehlen. So. Zemurians, the ancient people who lived in orbital energy and then vanished. Who lived on orbital energy and then vanished. The tetracyclic towers and the sealed area beneath Grunstone Castle are both Zemurian, right? Yeah, apparently. It's true this thing isn't remotely like those. Grandpa told me once that there's a really strong septium vein running beneath this area. He thought this place might have been important to a religion a really long time ago, which means it's a good place for examining the flow of a septium vein. I get it. Where should we put the measuring instrument, though? Let's see. Okay, Tita sucht jetzt eine geeignete Stelle, um da Dinge dahin zu stellen. Und sie hat's gefunden. The ground here looks pretty solid and it's not in the ruins. Direction is good. A cell, it'll work great here, right here. Should we set it up? Yes. Okay, I'll start setting it up. Give me just a minute. Und 100%ig bleibt's natürlich nicht dabei. All done. Whoa, so this is what it looks like when it's all together. Wow. What's this dish-like thing? Oh, that's a kind of antenna for broadcasting orbital waves called a parabolic antenna. It puts out really powerful orbital waves that can cover really long distances. It can even broadcast from inside a place like the Caldia Tunnel. Tita, I'd heard the orbital waves weaken as they pass through obstacles. Can this dish really transmit through the Caldia Tunnel? According to Grandpa, the antenna can direct orbital waves, so even if you're in a cave, you can reflect it down the tunnel and bounce it off the walls until it reaches the exit. I see, my goodness. Professor Russell really is as much of a genius as he's ever been. I guess I'm too much of a country girl to appreciate how incredible it is. This thing will transmit earthquake info back to us though, right? Not yet. I haven't started it up yet. Just need to flip the switch.
Scheiße! Wow. What the... Ja, überhaupt kein Problem, we're surrounded. Dann ballern wir die weg. Ist doch gar kein Ding. Zack. Okay, die sind ein bisschen stärker als sonst. Aber sollte trotzdem kein Problem sein. Das Einzige, was schade ist, jetzt ist Tita außer Gefecht. Und die kann ja eigentlich sehr gut Gruppen wegballern. Und das geht jetzt natürlich nicht. Aber ist kein Problem, kein Problem. Die machen uns nämlich einfach stärker, aber die Dummsen denken, okay, unsere Verteidigung ist halt niedrig, dann können wir die wegklatschen. Die Wahrheit ist aber, nö. Nö. So einfach geht das nicht. Okay, oh boy, I think we got them all. Those were definitely the nastiest creepy sheep-like thingies I've ever fought. Those darn dirty calculating, probably one of the new monsters Ellen was on about. That was scary. Tita, did they hurt you? Just let me know if you get even a scratch. I'll be happy to treat you. I'm okay. You all protected me. More importantly, I need to flip the switch. Blip. Und that thing is on. Now it works. Good work, Tita. Isn't it just going to get attacked by crazy sheep things again once we leave, though? Oh, it'll be okay. Once it's on, it actually repels monsters like the street lamps. Ah, okay. No worries then. Alright, let's get the rest of them set up like this. Das finde ich ist übrigens auch eine schöne Idee, zu sagen, hey, hier kann nichts mehr mit passieren, weil das funktioniert wie bei den Wegen die Orbel-Dingsies. So, was müssen wir jetzt machen? Wir können Tread Plains Success in front of Leiston Fortress oder Kaldia Tunnel. Ist eigentlich wurscht, was wir zuerst machen, ne? Oh, verdammt. Ja, komm. Tschüss. Und tschüss. Und gute Nacht. Dann... Nein, wir müssen sowieso erstmal Richtung Stadt. Ach, ich hab's heute wieder. Ich laufe wieder in jeden dämlichen Kampf rein. Das Gute ist nur noch einer. Ja, versteck dich. Ist richtig so. Und tschüss. Gar keine Chance. Senior Lappen. Ach Gott. Jetzt habe ich aber echt einen Lauf. So. Meine Güte. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich kann keine 2 Meter gehen. So. Ich würde sagen, wir machen einmal den Kaldia-Tunnel. Weil wir jetzt direkt in der Stadt sind. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Zack. Ein nach unten. Bei den Brücken haben sie gesagt, ne? Meine ich zumindest, das gelesen zu haben. Oder ich erinnere mich auch einfach dran, wie es war. Aber das sind so die einzigen markanten Orte, abgesehen von dem Limgrave, was auch immer Tunnel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo anders ist. Und der ist ja zu. Und bislang ist noch nichts passiert, also bleibt auch nicht mehr viel übrig. Schauen wir mal. So. Ja, Tatsache. Let's see. This is the place we're after. The first bridge in the Kaldia Tunnel, right? Ja, sie haben sie ja wohl gesagt. We just need to set up on either side of the bridge, I think. There's an orbital charging device over there, so this is a bad spot. Which means... Gutes Schatten übrigens. Okay, and point the antenna down the tunnel just so... Yeah, this should be okay. Still, putting the device here should work. Should I set it up? Yeah, see! I start setting it up. Just a minute. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder was bekämpfen müssen oder nicht. Nee, all done. We'll flip that switch as hard as you can. Flipping now. Ja, cool. Das ging ja mal einfach. Now it works. Good work, Squirt. Hey, Estelle. Huh? Ah, Annalise and Shira too. Hey, it's been a while. I didn't think we'd meet up here of all places. This is certainly a coincidence. Wait, oh my, is that Princess Claudia with you? Please, Shirazad, it's Chloe, and hello.
Estelle and I met again in Rouen. I've been trying to lend a hand. I see, well, thank you for helping Estelle, Chloe. No, I really don't need thanks. Hi, Shira, it's been a while. Oh, my. And Tita's here too? Alright, Kilika mentioned getting Professor Ruttle's help in an investigation at the earthquakes. You must be helping with that then? Yep. Annalise ist völlig fertig. What's up, you're spacing out? I can't stop myself anymore, but... Sie muss sie knuddeln, you are the cutest thing. I can't not hug you. So cute, so cute, so cute. Whoa. Alright, Annalise love of cute things. Didn't I call this at one point? Gotta make sure she doesn't smother Tita. You said your name's Tita, right? I'm Annalise Elfried. You just call me Annalise, okay? What? You're even cuter when you get all confused. Shira, I claim this QG for the Bracer Guild. We're taking her with us. I know how you feel, but I don't think it's a good idea. If I were you, I'd be worried about her big brother over there. What are you staring at me for? So, Shira, why are you guys out here? Did you come looking for us? No, this is just a happy coincidence. We're on the trail of some clues concerning the Sky Bandits and the old intelligence division. Huh? The Sky Bandits and the You mean there are guys from those still on the loose? That's right, there's still men from both that the army hasn't caught. You guys found some kind of clue? Well, the guilds had witness called pouring in. Most of them aren't all that reliable, though. We've been investigating throughout the country, following up on some of the more reliable leads. Though, I was curious. I heard one of the Ouroboros showed up in Rouen. Yeah, a weirdo in an opera suit calling himself the Phantom Thief. Even with that stupid costume, guy was a powerhouse. If he'd really tried to fight us, it could have been bad for us. Wow, I gotta say someone was tough. Ouroboros really is dangerous in that case. More mysterious than dangerous, I'd say. Well, remember, if you need our help, call us anytime. If you use the guild's orbital phones, you should be able to contact us quickly. Well, we'll do that. Dita for you, Shira. If anything happens, get in touch with us. We'll be there in an instant. Good, I'll be counting on it. It's nice to see you again, but this is hardly the place for a long talk. It's about time we moved on. Ja, long talk, aber wir reden irgendwie auch schon wieder seit 1000 Minuten, ne? Hold the press, I think the earth just shook again. Okay, Annalise ist ein bisschen cocky, ist aber okay. Okay, bla 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 bla, okay. Tschüss. Tita, are you okay? I'm okay. That was kind of surprising though. Blah 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 blah. Both groups seem to have secret society backing. If those two do a good job, we might get some valuable clues. We better do our best too. Anyway, so right here is fine, right? Yeah, that's 2 devices now. Let's go set up the last one. Okay. Ja, dann können wir jetzt eigentlich wieder zurück. Und dann fehlt ja nur noch eine Sache und da müssten wir dann auch unsere letzte Nebenmission für heute klären und das werden wir tun. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder so ein voller Erfolg, ey. Läuft bei uns und zwar richtig. So, da sind wir schon wieder in der Fabrik. Da sind wir unten. Jetzt fahren wir nach oben. Da sind wir. Raus. Und ich glaube, wir müssen trotzdem hier runter. Leiston Fortress, ja, Richtung Osten, also auf die Ritter Roadway und dann, ich glaube, der Solded Dingensbummens ist nämlich dann halt der Weg dahin zu dem Leiston Fortress und deswegen war es halt auch klug zu sagen, wir machen das im Laufe der Hauptmission. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, Solded Army Road. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ja, doch, da, Tour offen, dann haben wir hier alles gemacht, alles klar. Dann fehlt nur noch, verdammt, ein Überraschungskampf, weil, wo kommen wir denn da hin, wenn das nicht passiert? Und das Bossmonsterli. Wo bist du, Bossmonsterli? Kommst vorbei, biet es her. Bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Das ist es nicht. Denn die bewegen sich nicht. Das ist es auch nicht. Da ist es. Okay, das kann man wirklich nicht verpassen. Dann ballern wir erstmal die Nebendinger weg. Ja, okay. Zack. Zack.
Okay. Okay. Ja, mach halt. Da haben wir noch eins weg. Zack. Noch. Ja, das war's schon. Ha! Sehr gut. Das war gut. Und wie wir jetzt gut sehen können, haben wir alle Nebenmissionen mal wieder geschafft. Ah, und wir sind noch mitten in der Hauptmission. Das heißt, es wird immer noch besser. Genau, und jetzt müssen wir halt da anfragen, weil wir müssen unser Device da aufstellen. Leisten Fortress. I know we were just here to help with the training, but it still makes me feel kinda nostalgic. Das meine ich übrigens. Das ist so ein Beispiel. Wir hätten die Nebenmission sein lassen können, dann wäre dieser Satz nicht gekommen. Das finde ich cool, dass das berücksichtigt wird. I kinda thought that too. It was night when we were here last, so it feels different though. Happier maybe? Well, we did break in not that long ago. Looking back on how good we did makes it all the better. Wait a moment, you actually... a little amazed you managed to break into the legendary Leisten Fortress. I'm also not sure I should be hearing that. Let's just say we had a trick up our sleeves and leave it at that. Anyway, let's get this measuring thing set up. It might be a good idea to get permission from the gate guard before sticking anything in front of the Bevor. Kilika should have called ahead, so this should be a snap. Alright then. Okay, dann sagen wir noch vorher Bescheid. Hey dudes, this is Leisten Fortress, the headquarters of the Royal Army. I'm sorry, but civilians are not permitted entry at this time. I have to ask you to leave the premises at once. But we're from the Badegäste Guild. Alright you folks, command already passed down word. You need to place some form of measuring device near the gate, right? Told you it'd be quick. So, it's cool if we put this thing wherever? You have permission, so go right ahead, wherever you want. Well, anyway, except the road itself, if you don't mind. We would prefer to keep that open for vehicle traffic. Sure, no problem. Okay, let's find a good place. Okay. Ja, und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder hier hin. So, genau. Okay, Tita, do your thing. Where should we put this thing? Let me think. Und jetzt guckt sie wieder rum. Nicht auf die Straße. Halt, so viel Platz ist jetzt auch nicht. There's a light nearby, but this should be far enough away, I think. And this is in that direction, so the angle... Yep, this'll be perfect. I know it's right in front of the sign, but right here is the best spot for it. Should we set it up? Ja, Sigi. Okay, give me just a minute. All done. Well, flip that switch as hard as you can. Flipping now. Yay, now it works. Great work, short stuff. Well, it looks like you certainly keep busy, huh? Es ist Cassius! Dad! Nice Wiedersehen. Hello, Estelle, everyone. It's been a while. No, it's a little late, but good work with your training, Estelle. Hey, good work? You don't know the half of it. What are you doing here anyway, Dad? Well, I am a member of the military, just in case you forgot. This is the strategic headquarters for the Royal Army, so most of the army brass works here. Okay. So you were put in charge of the army, huh? Yes, thanks in no small part to Morgan absolutely refusing to let go of the idea. In the end, let's say it came down to a battle of wills and I lost. Thanks to that, I've not had a moment's rest in days, weeks. I can't even track the passage of time anymore. For a workaholic like you, what's the problem? Come on, Agatha, be nice. I have to admit though, seeing you in a uniform again feels weird as heck at first, but now that I've gotten used to it, you really look at home in it. Naturally, you realize of course that you gaze upon he who was once the great dandy of the Royal Army. Even Richard wasn't half the lady killer I was, knew it too. I'm sure Mom would be thrilled to hear that, Dad. I'm still glad. I heard you were really busy, so I've been a little worried, but it looks like you're okay. Surviving at least. Anyway, Jean passed along the report from the guild, so they've begun moving already. You found one in ruin. Yeah, we found one, a foot soldier of Ouroboros. Like the report said, these sons of dogs are probably even more dangerous than we'd figured. Any chance the military's got an ace in the hole for these animals? Honestly, if I could put together an agency to replace the intelligence division, that'd help. I've only just gotten the regular army and the border garrison welded back together and cohesive though, and that was a challenge. For the moment we've little choice but to rely on the resources of the guild to investigate. I'm hoping you can look into these bizarre earthquakes we're having while you're at it. Son of figures. Okay, also wir müssen uns darum kümmern, weil Cassius viel zu viel damit zu tun hat, diesen ganzen Mist vom letzten Spiel, also den ganzen Umsturzquatsch wieder auszusieben und das Militär wieder
vertrauenswürdig zu machen. So, General Bright. Oh, Major Sid. Good to see you again. Huh? Sound like you've met recently. Yes, sir. It was during the special training I mentioned. It was a huge success thanks to them. I see. It's good you took the initiative so well in my absence. Bla bla bla. Okay. Okay. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla. Bla 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 bla. Bla bla. Bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Ja, ich kürze das mal ein bisschen ab, weil mir gerade ein bisschen auf den Keks geht, dass sie um den heißen Brei herumreden. So, ja, es ist schön, dass sie sich wiedersehen, aber jetzt ist gut. Komm, Leute. Looks like Dad's even busier than I thought. We'll need to do our part as the guild and more. Okay. We've got all of the devices in place now. Let's get back to Gramps at the Operations Center Factory. Genau, und damit, dass wir jetzt alle Nebenmissionen erledigt haben und dass wir alles getan haben, was wir hätten tun können, würde ich sagen, das ist der perfekte Moment, um zu sagen, wir werden in der nächsten Folge schauen, wohin uns diese Geräte führen. Wir haben ja alles jetzt geschafft und folgen weiter der Hauptgeschichte und werden so ein bisschen mehr auf die Schliche kommen, was es mit diesen Erdbeben wirklich auf sich hat. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss!